Hallo, da bin ich wieder. So, letztes Mal sind wir stehen geblieben dabei, dass die Wollys halt das Soundtor durchgebrochen haben und jetzt müssen wir Wolly retten. Ja, auf geht's. Was machen wir jetzt, Daniel? Retten wir das Pokémon? Das fragst du mich? Retten wir das Pokémon? Ja, wir retten das Pokémon, gell? Ja. Gut, dann retten wir das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Daniel, jetzt wird rangeklotzt. So, dann retten wir jetzt das Pokémon, Fatime, gell? Hallo? Wolly! Mist, wo ist es bloß hin? Oh, oh, das geht schief. Das geht schief. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Oh, der erste Kampf mit Sound. Nein, beim letzten Mal hatten wir keinen Sound, weil ich irgendwie ein Soundproblem am Computer habe. Keine Ahnung warum. Wir werden Raffel jetzt besiegen. Weg mit dir. Danke, Memion. Dann retten wir dann mal das liebe Wolly. Geht es der Memion gut? Komm, ich mache schnell wieder fit. Danke dir. So, das war's schon. Weiter geht's. Jetzt wird rangeklotzt. Noch eins. Ich habe eigentlich keinen Bock auf ein Mikro. Aber wir können kein Mikro fangen, weil wir noch nicht gut genug. Weil wir noch keine Pokébilder haben. Schade. Dann nehmen wir Flucht. Wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit kämpfen. Wir erhalten noch genug EP. Hä? Was war das? Hast du es eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ja, wahrscheinlich der Ruf vom legendären Pokémon. Noch ein Pokémon-Kampf. Beeilung, Daniel. Ich mache mir riesige Sorgen um Wolly. Ja, ich mache mir auch Sorgen um Wolly. Der Nebel wird immer dichter. Bis wir irgendwann ganz im Nebel verschwunden sind. Es wird kritisch. Es wird super kritisch. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Oh oh. Hilfe! Und da kommt das Legi, was wir nicht besiegen können. Was ist das? Rollert. Unser erster Kampf gegen ein Legi. Fragezeichen Pokémon. Memion, los. Du kannst nichts ausrichten, habe ich recht?
Das Geheimnis betrachtet ihr euch eingehend. Was zum? Die Attacke war völlig wirkungslos. Das hat keinerlei Wirkung. Und jetzt kommt Nebel. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Daniel? Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Und jetzt ist es so dicht geworden, dass ich gar nichts mehr sehe. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wow. Hopp, Daniel. Delion? Wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Diesmal nicht? Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Delion und Sorgen. Naja. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Oh, jetzt lacht er auch noch. Glurak hat es schon gefunden. Wally. Dem geht es gut. Wie ihr seht, aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustimmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Also ich hab's... Ja gut. Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Delion hat uns zwar eine kleine Stadtpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Hehehe. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hop. Ja, okay, Fatime? Ja, Pokémon Schild. Weißt du, Fatime? Bevor wir nach Pressbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Ja, ich weiß. Furlong haben. Ach so. Ich muss der Mutter noch Bescheid sagen, sonst kriege ich ein dickes Problem. Und es wurde gespeichert. Das ist gut. Mem! Oh, das ist ja mal ein süßes Memion. Ihr wollt nach Pressbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Delion hat mir schon davon erzählt. Hier ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauft ihr davon im Pokécenter ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Memion. Vergiss
nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Mem! Und du, Memion, pass mir gut auf meinen Daniel auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. So, dann gehen wir mal los. So, dann ab nach Pressbury. Holen wir uns den Pokédex ab. Pokédex. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor. Ja, das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ich muss auch trainieren, was eine Scheiß... Dann lass mal gerade gucken. Ich habe auch Pokebälle. Das ist interessant. Da können wir gleich schon unser erstes Teammitglied fangen. Auf, Micro. Komm in den Ball rein. Fangen wir uns gleich als erstes Micro. Weiß ich natürlich nicht, ob ich es noch schwächen kann. Meinem Level. Aber müsste funktionieren. Ich setze kein Aquaknarre rein. Sicher ist sicher. Ich denke, einer geht noch. Ja, sag ich doch, einer geht noch. Einer ging noch. Und ein Pokéball. Micro gefangen. Na, ich will ihm keinen Spitznamen geben, zumindest nicht in diesem Let's Play irgendwie, keine Ahnung, ich habe da irgendwie keinen Nerv drauf. Einen Trank gefunden. Ah, bin ich direkt ins Mon reingelaufen. Ärgerlich. Und ein paar Heiler gefunden, oder 2 Stück. So, wir sind in Pressbury angekommen. Und dann holen wir uns den Pokédex ab. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Pressbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Delion halt. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke
fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Glurak. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor McNullica doch zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll. Ah, yeah, Wolli! Das wird auch unser Teammitglied, Leute. Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo Woldi, na mein Kleiner? Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Woldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Wolli hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor. Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Woldi. Ach, Sania. Ich liebe dich. Du bist die hübscheste Professorin. Ja gut, noch bist du Assistentin. Später bist du Professorin erst. Oh, jetzt bin ich was gespoilert. Naja, ich hab's eh schon durchgespielt. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin von Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Daniel, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey Rotom. Pritz. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten und die Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Delion natürlich. Oh Mann, der Arme wird schon wieder gedisst, der Delion. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi, spiele es schon seit ich ein Kleinkind bin, also brauchst du mir nichts mehr zu erklären. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex und deinem Smart Rotom zu installieren. Du hältst den Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor McNullica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. So, dann gehen wir mal hier raus. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme helfen. Hier für dich. Oh, er hat doch seinen Trank gegeben. Das ist ja mal geil. Das ist ein Trank. Setz ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Wissen ist Macht. Wer sich informiert hat, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Das brauche ich nicht.
Ich kenne mich doch schon super aus mit Pokémon. Also wo muss ich die ganzen Schilder alle anklickern? Items einsammeln, das ist wichtig. Brauche ich nicht. Also. So, dann würde ich jetzt sagen, beende ich diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part, wie wir zu Professor Magnolica laufen und ihr den Pokédex zeigen. Ciao und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, wenn es wieder heißt Pokémon Schild auf der Switch am Computer.